könnte man ja was verpassen. Wir haben eine Seite, das habe ich glaube ich vergessen. Genau. Making calls, making things happen, even if he didn't entirely know what those things were. He wouldn't let the hot sheriff chick down. Even if every noise he heard from outside, and he heard plenty, made him jump. He had only paused to text Al a message, told him to hurry up. Suddenly, Barry froze in mid-dial. A window broke somewhere in the building, and then the lights went out. Wir haben gerade eine Seite gelesen, in dem Barry anscheinend Probleme kriegt. Also er findet das toll, er kann da anrufen und so weiter und so fort, aber das Problem ist, während eines Anrufs zerbricht ein Fenster und die Lichter gehen aus. Das ist scheiße. Ja, die Frage ist jetzt, sollten wir zurück? Eigentlich weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein ziemlich lineares Spiel. Und insofern, ich werde es jetzt nochmal wagen, hier hinten hinzugehen, auch wenn der Sound so wieder so abgeht. Da haben wir nämlich noch ein bisschen was. Da haben wir ein Käffchen. Ich sage ja, hier ist die Geräuschkulisse schon wieder echt übel. So, Batterien sind wir sind in allem voll. It's an ambush. Nachladen. Du bist ein Kettensägenmann oder was hier? Mach hinne. Let's go, Wake. Na, danke. Da haben wir noch ein Käffchen. Und 3 Flares, 2 habe ich nur gebraucht. Aber jetzt sind wir bei 10. Ich glaube, das ist das Maximum. Muss mal schauen, vielleicht finden wir noch eins. Aber sonst ist hier anscheinend nichts. Okay, someone's messed with the fuse box here, but you should be able to jury-rig it while I find the keys. I already got electrocuted once today. How about I look for the keys and you get burned for a change? Oh, wir wollen mit einem Helikopter abhauen. Ja, das ist keine schlechte Idee, aber das wird bestimmt nicht klappen. Ist das Sarah? Ich hoffe. Naja, wir schauen erstmal rein. The Dark Presence Set Back. Also. The darkness that wore Barbara Jagger's face was furious. The story in the manuscript had been making it stronger all the time, but now the light had set the writer free and hurt it, weakened it. It was only a matter of days before the dark presence would be strong again. But meanwhile, it would be difficult to recapture the writer. Also, wir haben es geschwächt, das Böse. Also, Setback wahrscheinlich zurückgedrängt. Oder ein zurückgesetzt heißt es ja eigentlich, aber in dem Sinne, na, wir haben es aufgehalten. Es wird sich zwar erholen, aber für den Moment... Oh, das ist Barry. The message was from Barry. He was getting worried at the station. He
He wanted us to hurry. Alter, ich werde hier ganz bestimmt nicht schnell durchgehen. Das ist ja hier total... Boah. Drecksack. Jetzt geht die Tür noch zu. Da sind bestimmt auch noch genug andere. So, hier haben wir eine dicke Lampe. Das ist ja auch schon mal was Schönes. Flashbangs haben wir hier noch. Da haben wir einen Flare. Wir können sogar noch mehr Flares mitnehmen, alles klar. Okay, Sheriff, I got the keys. Das wird jetzt bestimmt... Oh, ich dachte schon. Barry? Why isn't he inside? Oh God! Oh God! Er hat einen Poltergeist hinter sich. Barry! Look out! Barry, move! Barry! He made it inside, Wake. He's okay. Naja, für den Moment, ne, würde ich sagen, oder? Come on, Wake. Let's go around. We can meet him in the back. Ich denke nicht, dass ich darüber kann, oder? Das sieht sehr gefährlich aus, deswegen lasse ich es lieber. Da steht Close dran, ich denke, das wird auch so sein. Hier ist nichts. Dann folgen wir mal dem guten Sheriff. It's not recorded when Bright Falls was first formed. Alles klar. Es wurde also nicht, ist nicht aufgezeichnet, wann Bright Falls halt das erste Mal gegründet wurde, als ein namenloser Handelsposten. Aber es bekam eine Stadt, wo die Bright Falls Minenfirma, da war ja so eine Minenfirma, ich glaube, wir waren auch auf dem Gebiet, die fing an halt neben der Stadt an zu arbeiten, oder wurde da auch gegründet. Und es waren Hubert Biltmore und Amos Gunderson, die entschieden haben, eine Poststation aufzumachen, ein Saloon und ein Hotel. Aha. Gut, also das sind die Gründerväter anscheinend. Ich will nicht so sehr meine Batterien verbraten, aber ich könnte das eigentlich wirklich tun. Wozu habe ich sie sonst? Ich versuche immer irgendwie was zu sparen und hinterher habe ich dann viel zu viel von dem Mist. We can make it through the bookstore. Wheeler should be waiting for us in the backyard. Da vorne war ein Kaffee. Ich schaue mich hier auch noch mal ganz kurz um. Sarah, about time somebody showed up. All this shooting in the air is idiotic. One of these days they'll kill somebody. And over Deerfest. I know. Go back to bed. Ah, jetzt haben wir ihn da oben im Fenster verpasst, aber... Ja, dann... So, Alan Wake, natürlich sind wir hier auch in den Schaufenstern vorhanden.
So, wenn sie da vor der Tür steht, dann gehe ich doch erstmal hoch, oder? They're really taking advantage of your presence here, Wake. I heard they're selling a lot of your Alex Casey books. Right now, I'm not a big fan of my own writing. Also, die nutzen das ziemlich aus, dass ich gerade hier bin und deswegen verkaufen die auch ganz viele von meinen Büchern. Oh. Cynthia Weaver worked hard, following her obsessive rituals, sometimes fighting them, always giving in to them in the end. She haunted the halls of Bright Falls' abandoned power plant. She marked her caches with light-sensitive paint that could only be seen by eyes that had been touched by darkness and saved by light like she'd been. She was preparing defenses and supply lines for the war she knew would come. The war between the forces of light and darkness. Ja, also, wer auch immer Cynthia Weaver ist, ich habe es auch schon wieder vergessen, aber auf jeden Fall ist Cynthia Weaver anscheinend diejenige, die halt diese lichtsensitiven diese lichtsensitive Farbe angebracht hat, und diese Vorräte angelegt hat. Sie hat sich halt darauf vorbereitet, irgendwie auf einen Krieg zwischen den Mächten des Guten und des Bösen und ja, jetzt wissen wir auch, wer die Dinger dahin gelegt hat. Cynthia Weaver Wake, und... maybe that's him. That's the way to the chopper. So, und hier hätten wir auch noch einen. Von der guten Cynthia. Jetzt haben wir schon 6 Flaregun-Muni. Könnten wir eigentlich mal benutzen. Falls nochmal so eine Truppe meint, uns anzugreifen. Da haben wir noch einen Kaffee. Da oben ist der Flugschrauber. So, hier sind wir auch auf dem Deerfest angekommen. Ist ja nicht so ein Wahnsinnsding, aber wir sind ja auch in einem Dorf. So, wir können uns hier eine Hunting Rifle besorgen. Was haben wir hier? Flashbang. Warum kriegen wir so massiv viel Zeug? Aber vielleicht ist das ja die Cynthia, die da das Ding abgefeuert hat. Das würde aber leider nicht sagen, wo Barry ist. Vielleicht wird Barry ja auch noch entführt. Aber wir haben anscheinend schon wieder 2 Barry got back to his verloren oder feet inside the vergessen. Bright Falls General Store and dusted himself off. Right next to the cans of baked beans was a locked case filled with flare guns, and yet here was a conveniently placed barrel of crowbars. Barry's smile widened as he realized that this was a classic movie scene where the hero had to gear up and arm himself to the teeth. Barry threw himself into the role. Alles klar, also Barry hat überlebt, hat ein Lager voller Flare Guns und hier Stemmeisen gefunden und ja, und er erkannte, dass das halt die Situation ist in den ganzen Filmen, wo ein Held sich plötzlich ja, aufrüstet und in den Krieg zieht, und anscheinend tut er das jetzt. Ob das jetzt eine gute Idee ist von ihm, ist jetzt so eine andere Frage, ne? Das könnte auch ganz schnell nach hinten losgehen. Das sollte man Profis überlassen, so wie Alan. I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. Na, I told him to wer get hätte it es fixed. gedacht? Here they come. Ich frage mich, wo die ganzen Typen herkommen. Ich meine, das ist doch eine Stadt, eine Ministadt, ne? Da können doch nicht irgendwo 20.000 Leute immer hier. Right there. Ja, die Flaregun ist voll verschwendet. Vielleicht kommen da ja noch mehr. Das war doch mal ordentlich daneben geschossen.
Wo denn? Ist das der da? Nicht so schlimm. Okay, it's open. Let's go, Wake. Ja, immer doch. So, die Schotze können wir auch mal nachladen. Wow. We keep them lit all night long on the night before Deer Fest. Why? Well, it's tradition. We're almost there. We'll have to go through the basement to get to the parking lot. Yeah. Jetzt hab ich- There's no way going through the crypt will turn out to be a bad idea. Hab nicht mitgekriegt, was bei denen. For it to be free, the Dark Presence needed the writer to finish the story. Again and again, the story let it get frustratingly close to the writer without letting it capture him. It was bound by the events depicted in the manuscript, but it could pursue the writer indirectly, put others on the task, and stop those who would help him. It took over everything in its path, made them its puppets, and sent them after Alan Wake. Also das Böse schickt alles in meine Richtung und ja, es ist immer es ist leider an die Story gebunden und wir haben das so geschrieben, dass es immer sehr nah an mich rankommt, aber es eigentlich nie schafft wirklich. Aber was es kann mich halt indirekt verfolgen und zwar indem es andere hinter mir herschickt. So, genau. Und eben war das mit der Tradition. Ich denke, das ist das Deerfest, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist es auch was anderes. Wir sollen auf jeden Fall unten durch die Parkgarage gehen. Das sieht aus wie ein Gewölbe. Dass eine Parkgarage ist, weiß ich nicht, aber gemütlich ist es hier nicht. Kommen bestimmt auch gleich irgendwelche Alarme. Right there. Sag mal, gibt's hier kein Licht? Schrecklich. Oh ja, Kick. Ich wollte gerade sagen, ganz leise. Nein, hab ich nicht. Oh, danke, Barry. Guess that one saw the light, huh? You didn't like that one? A tough audience. Well, I got plenty more. What are the Christmas lights for? Protection, man. Like garlic against vampires. Vampires. The helicopter's just across the parking lot and up the hill. Come on. Ja, ich glaube auch nicht, dass das so viel bringt. Ich meine, es ist ein bisschen Licht, aber... Ne, es hat auf jeden Fall was. Nichts Verstecktes. Keine Seite. Jedenfalls nicht, dass ich es gesehen habe. Ich hoffe, die verstecken die nicht irgendwie so fies hier in solchen Dingern drin. The Bright Falls General Store is now my favorite place in the entire world. See this headlamp? It's like a superpower. I can just look at one of those things and they die. It's my flaming eye of Mordor. Ja, sein flammendes Auge I von Mordor. wish I didn't say that. Yeah. Hey, I want a headlamp. Last one. Bastard. Ups. Wartet doch. Wo geht ihr denn lang? Na egal, wir schauen uns erstmal, nee, wir haben nichts verpasst, wir haben die sogar noch gekriegt. Alice Trapped in the Dark, wir Alice schauen had mal. screamed until she had no voice left to scream. Around her, the darkness was alive. It was cold and wet and malevolent and without end. She was a prisoner,
trapped in the dark place. The terror would have burned her mind out, but one thing made her hang on. She could sense Alan in the dark. She could hear him. She could see the words he was writing as flickering shadows. He sensed her too. He was trying to work his way to her. Also, Alice, ne, da weiß ich wenigstens, das ist unsere Frau, ja. Ja, die schreit, bis sie keine Stimme mehr wie über hat. Sie ist in Kälte, Dunkelheit, ohne Ende, gefangen in einem dunklen Platz. Also der Terror hätte sie eigentlich irre gemacht, aber sie konnte Alan in der Dunkelheit spüren und sie konnte die Wörter, die er schreibt, sehen und er spürte sie auch und er versucht halt, zu ihr hinzukommen. Klingt ja nicht sehr angenehm, was die Alice da durchmachen muss. Schlimm an der Sache ist, ich bin ja... Someone throws a damn school bus at your head and you're about to take a helicopter ride with someone who may or may not have a pilot's license. You're cleared for departure to Night Springs. Oh. No offense, Sheriff. Ihr wisst, was jetzt kommt? Jedenfalls hört es sich verdammt danach an.